So, meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen auf dem Kanal Computersachen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, und heute schauen wir uns noch einmal einen Lucky Miner an, also sprich einen Bitaxe 1366. Der ist mehr oder weniger tot geflasht. Der läuft nicht mehr richtig. Also er ist jetzt mal wieder nach dem Reconnect 2 Minuten online und so richtig tut er es nicht mehr. Das heißt, er fliegt ständig raus, er reconnectet neu. Und man kann auch keine neue Software einspielen. Es ist also auch hier mal kurz das Log. Also er läuft sehr instabil. Man kann ihn ja teilweise noch hernehmen. Hat aber wieder mal einen Share gefunden. Ist aber in der großen und Ganzen recht fragwürdig und schwammig. So, bei Lucky Miner OS haben wir einfach das Problem. Wir haben hier unter Settings kein Update mehr. Jetzt ist natürlich die Quizfrage, okay, was tue ich? Wenn ich jetzt hier nicht updaten kann, wie soll ich das updaten? Und genau in diesem Video geht es nämlich heute darum, wie knacke ich einen Lucy Miner. Im Englischen sagt man dazu Breaker Miner. Und ja, wir machen das heute mal an einem Lucky Miner, den machen wir auf. Wir löten die Anschriftstifte an und wir connecten eine Serial Port USB-Schnittstelle und tun das Ganze dann flashen. Wird sehr spannend. Ich erkläre es so gut, dass es eigentlich auch ein Anfänger hinkriegen sollte, wenn er euch traut. Aber wie gesagt, passt bitte auf, es ist immer auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für sonst irgendwas oder Beschädigung an euren Geräten. Na, ihr seht nochmal ganz kurz die Einstellungen hier, die werden wir erst danach auch dann wieder übernehmen, nach dem Flashen. Und zwar läuft der auf Binance Pool und der meint Bitcoin schön fleißig. Aber wie gesagt, hier geht es eigentlich nicht viel weiter. Aber passiert also wirklich nicht viel. So, und dann schauen wir uns mal rüber, wie wir so einen Lucky Miner denn knacken. So, ich nehme das jetzt mal so auf, habe jetzt hier den Lucky Miner. Das ist ein interessantes Setup hier auf dem Tisch, das müsstet ihr sehen. Ich filme normalerweise solche Arbeitsvideos nicht. Man musste erstmal den Gimbal dafür umbauen, dass man ein Stativ hat. Aber ich denke, das Ding tut es erst einmal so. Und wie kriege ich jetzt diesen Lucky Miner auf? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt hier, ich glaube, hier sieht man es ganz gut, hier so zwei Einbuchtungen. Da kann man mit dem Schraubenzieher reingehen, das ein bisschen nach hinten drücken und dann nach unten hebeln. Das ist ein bisschen schwierig, man sollte aufpassen, dass man nicht zu stark in das Gerät reinarbeitet, da man es eventuell sonst innerlich beschädigen könnte, ist natürlich klar. Und dann versuchen hier mit dem Schraubenzieher dazwischen zu kommen. Das ist nämlich ganz tricky. Man kann es natürlich mit roher Gewalt aufbrechen, das würde aber nichts bringen. So, jetzt hat es geknackt. Jetzt seht ihr, eine Ecke haben wir schon. Das heißt jetzt mit den Fingernägeln dazwischen. Das ist also nichts für die Mädchen. Man kriegt das hier schon ein bisschen Fummelei auf und klack hat es gemacht. So, und schon können wir das Deckelchen abnehmen. Dann haben wir hier unseren Anschluss für den Display. Den werden wir jetzt vorsichtig entfernen, soweit es geht. Und legen das mal auf Seite. So, zum Löten haben wir jetzt natürlich eine Sache. Wir müssen hier an diese Ports dran. Ich hoffe, die sieht man jetzt auch hier so ein bisschen. Noch so ein bisschen näher dran gehen. Das hier sind die Ports. Da muss man dann dran. Das heißt, wir müssen den Bitaxe Miner jetzt natürlich noch von der Platine lösen. Dürften diese 3 Schrauben sein und dann müsste es gut sein. Ehrlich gesagt, ich habe auch Premiere. Ich zerlege das erste Mal jetzt auch hier so einen Lucky Miner, um drauf rumzulöten. Also das ist mein erstes Mal. Ich bin schon ganz aufgeregt. Spaß muss sein. Gut. Die Schrauben könnt ihr in euer Deckelchen reinlegen. Gehen sie mal nicht verloren. Und jetzt haben wir den Miner einfach schon mal in der Hand. So schaut das ganze Ding eigentlich ohne Platine aus. Hat sogar wirklich einen recht anständigen Kühler. Also man kann nicht sagen, dass die Lucky Miner schlecht verarbeitet sind. Also in der Regel ist eigentlich das einzige Problem immer diese
blöde Firmware. Das ist einfach. Und bei dem ist es halt so, man kann ihn nicht einfach flashen und da müssen wir uns jetzt einfach anders behelfen und wir werden jetzt einfach breaken. Okay, kommen wir zum eigentlichen wichtigen Punkt hier. Ich halte jetzt so ein bisschen hier in die Kamera. Hier oben, da sind jetzt die Anschlüsse und da müssen wir was auflöten. So kriegt ihr die Dinger im Elektronikhandel. Wir schauen dann so aus. Das wäre ganz easy. So, dann brauchen wir jetzt 2 Dreier-Stücke. Das ist natürlich die Quizfrage, wie wir die am besten runterkriegen. Einfach mal tippen und dann zudrücken, oder? Eins, perfekt erwischt. Schau mal, ist jetzt dahin geflutscht. Habe ich gefunden, es sind nur 2. Ein bisschen Pech gehabt. Also auch ein neues. Ritter Sport, knick-knack, ist wieder unter den Notebook drunter gerutscht. Ich kriege hier noch die Krise. Der kann weg. Ihr müsst einfach darauf achten, genau, dass ihr diese dabei habt, die oben und unten den Pin haben. Die könnt ihr jetzt hier aufstecken. Wenn man es denn kann. So, dann würde das hier so aussehen. Dann stecken wir die hier rein. Genau der Schatten drüber, da sieht man das nicht richtig. Hier sind jetzt die Teilchen drauf. Wenn wir die mal festhalten und wenn wir die mal jetzt umdrehen, dann sehen wir, dass wir die hier unten verlöten können. Na? So, und hier unten sind jetzt die, bisschen schlecht zu erkennen, die 6 Wildpunkte, wo unsere Teile hier drin stecken. Und rausfallen. Jawohl. Okay, ich habe jetzt hier ein bisschen was untergelegt, damit, also den Letterman quasi, damit hier die Kontakte schön offen liegen. Ich weiß, dass es ein bisschen weit entfernt ist, aber wie man lötet, denke ich, wisst ihr alle. Und zwar müsst ihr den Metallstift warm machen. Da merkt man schon so richtig gut, dass ich kein Löter bin. Also ich bin da auch nicht so gut. So, den kommen wir kurz zur Seite. Dann schauen wir mal nach. Jetzt könnt ihr auch schon sehen, hier, die sind also schon fest. Also sie sind noch nicht verlötet, ist klar. Ich habe jetzt bloß 2 Punkte verlötet. Und der eine hat einen schönen Bubble drauf, der gehört auch nicht so dahin, aber das ist eine andere Geschichte. Da machen wir jetzt weiter. So, ich löte das mal schnell fertig und dann geht's weiter. So, schauen wir uns einmal rechts unten auf dem Bild an. Da seht ihr die 6 Pin, die wir aufgelötet haben. Dann haben wir PAX, PTX und EN. Das wären die 3 Connector auf der linken Seite. Und die rechten wären dann von oben nach unten 3V3, GND, das ist Ground, und IOO. Oh. Ja, dann nehmen wir dann Kabel, was übrig bleibt, oder? So, dann schauen wir uns mal unseren Adapter hier an. Der schaut nämlich so ähnlich aus. Da haben wir allerdings
5-Pol. Da haben wir plus 5 Volt, dann haben wir Ground, dann haben wir RXD, TXD 3V3. So, und das müssen wir jetzt entsprechend connecten und übereinbringen, dass wir damit arbeiten können. So, hier seht ihr mal, wie die bei mir angeschlossen sind. RX und TX müsst ihr kreuzen. Und dann habt ihr noch Ground, was ihr anschließen müsst. Das sind in der Regel also dann nur 3 Farben. Bei mir sind es die Farben Rot, Orange und Gelb. Das kann bei euch natürlich variieren. Die Farben müssen nicht gleich sein. Ihr müsst also gucken, was ist RX auf euren Serialadapter, was ist TX. Die kreuzt ihr. Das heißt, ihr müsst auf der Leiterplatine die RX und TX vertauscht anschließen. Und dann steckt ihr noch den Ground dazu und gut ist das. So, links daneben seht ihr jetzt auch gleich einen kleinen Button. Das ist der Reset-Button. Auf der Unterseite, den seht ihr jetzt nicht, ist der fast synchron der Boot-Button. Um den meiner jetzt in den Boot-Modus zu bekommen, um ihn flashen zu können, müsst ihr den Boot-Button gedrückt halten für ungefähr 5 Sekunden und dann am Start bei Beginn die Reset-Taste dazu zudrücken. Also Boot-Button drücken, halten, die Reset-Taste drücken kurz, den Boot-Button weiterhin gedrückt halten für ungefähr 5 bis 6 Sekunden und dann loslassen. Dann ist das Gerät im Boot-Modus und man kann ihn auch flashen. Im nächsten 2 Videos beschäftigen sich damit, wie ihr dann das Ding flashen könnt. Den Webflasher stelle ich euch dazu vor und den ESP Miner Flash. Das erfahrt ihr dann allerdings in den nächsten 2 Videos. Die verlinke ich euch dann hier oben und bzw. unten in der Videobeschreibung oder auf meinem Blogbeitrag. Sollte das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich produziere die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit und mit meinem privaten Geld. Und wenn du diesen Kanal finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du dieses gerne tun. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung für PayPal, Banküberweisung, Lightning und Bitcoin. Solltest du sonst noch irgendwelche Probleme mit deinem PC, mit deinem Computer, mit deinem Netzwerk haben oder mit deinem Server, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweiter remoter Dienstleister für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Haken und Ösen. Auftrag gegen Rechnung und gut ist das. Das war's für dieses Video. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Ciao.